Von Hellesylt aus ging es in einen der bekanntesten Fjorde Norwegens, UNESCO-Weltkulturerbe und Naturattraktion mit 800 Meter hohen Klippen, majestätischen Berggipfeln und kaskadenartigen Wasserfällen. Der Geiranger Fjord liegt etwa 200 Kilometer nordöstlich von Bergen, ist ungefähr 15 Kilometer lang und an der breitesten Stelle ganze 1,3 Kilometer breit. Von Hellesylt aus kann man mit der Fähre direkt durch den Geiranger Fjord bis in das Dörfchen Geiranger fahren. Die Fahrt dauert ca. 45 Minuten und man sieht wesentlich mehr, als wenn man nur das Touridorf Geiranger besucht. Das Dörfchen Geiranger ist ehrlicherweise nicht besonders sehenswert. Es besteht hauptsächlich aus Restaurants und Norweger-Shops. Sehenswert ist aber zumindest der Wasserfall, wo man oben dann auch wieder eine gigantische Aussicht hat. Nach 2 Stunden Aufenthalt ging es für uns dann aber auch wieder mit der Fähre zurück nach Hellesylt, ganz ohne Norwegerpulli oder Norwegermütze. Nachdem die Spanier die Engländer im EM-Finale mit 2:1 besiegt hatten, ging es für uns am nächsten Tag weiter in den nächsten Nationalpark in Westland zum Haugabreen-Gletscher. Übernachtet haben wir bei Skei auf einem Campingplatz direkt unterhalb des Gletschers. Ein kleiner Campingplatz in idyllischer Lage, etwas abseits von allem und eigener Wi-Fi-Zone. Zwei Tage später ging es dann weiter nach Bergen, der zweitgrößten Stadt Norwegens. Bergen liegt an der Südwestküste Norwegens und ist mit 248 Tagen Regen pro Jahr die regenreichste Stadt Norwegens. Das sogenannte Herz der Fjorde wurde im Jahr 1070 gegründet und wurde rasch zu einer bedeutenden Handels- und Hafenstadt und einem der wichtigsten Handelszentren für die Hanse. Wie man sieht, ist Bergen auch heute noch gut besucht, insbesondere wenn die großen Kreuzfahrtschiffe Halt machen und den Fischmarkt sowie das Hanseviertel besuchen. Vom Regen blieben wir an diesem Tag glücklicherweise verschont und abends ging es dann mit der Straßenbahn wieder zurück auf den Stadtcampingplatz.
Auf unserem Weg nach Haugesund am nächsten Tag war mal wieder Fährefahren angesagt. Bevor es aber nach Haugesund weiterging, gab es noch einen kleinen Zwischenstopp in Uxedalen. Mal wieder etwas relaxen und die Sonne genießen in einem sogenannten Feriencenter direkt am Fjord. Die Mädels machten Yoga und ich eine Dose Bier auf. Gut erholt und braun gebrannt ging's dann für uns weiter nach Haugesund, wo wir zufällig auch Prinz Harry trafen. Haugesund ist eine Handelsstadt und Kommune in der norwegischen Provinz Rogaland mit knapp 40.000 Einwohnern. Die Stadt liegt an der Nordseeküste, etwa in der Mitte zwischen Bergen und Stavanger. Did you ever let go? Did you ever not know? You were never out there alone. Begeistert hat uns hier nicht nur das kleine Städtchen, sondern vor allem auch die Lage des Campingplatzes direkt an der Küste. Und für die Kinder gab's auch was. I will let you take the wheel from now on. From now on. Wer in Norwegen unterwegs ist, muss natürlich auch ein Wikingermuseum und Dorf besuchen. Im Historiecenter Nordwegens wird eindrucksvoll die Geschichte Norwegens erzählt und wie man dort gelebt hat. This time I am pretty sure. Nach einem kurzen Einführungsvideo kann man die Ausstellung besuchen und sich anschließend noch das kleine Wikingerdorf anschauen. Der Besuch hat sich absolut gelohnt und war ein Spaß für Groß und Klein. I always wonder if you were left without a mark. Nach einer weiteren Fähre und einem kleinen Zwischenstopp ging's für uns dann zum Preikestolen, beziehungsweise Preikestolen, was wörtlich übersetzt auch Kanzel oder Predigtstuhl bedeutet. Do you think there's a chance for this love to be real? I'll let you take the wheel. Der Preikestolen ist eine natürliche Felsplattform in der norwegischen Provinz Rogaland und eine touristische Attraktion mit weitem Blick über den Lisefjord und angrenzende Berge. Flying on a distant star. Die Größe des Felsplateaus beträgt ca. 25 x 25 Meter und ist, wie man sieht, immer gut besucht. Stay with me, it's getting late. Fill me with a desire that I cannot break. Did you ever Die Wanderung zum Gipfel des Preikestolen dauert etwa 2 Stunden pro Strecke. Die gesamte Strecke ist 8 Kilometer lang und hat einen Höhenunterschied von 500 Metern. do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel.
Nach einem kurzen Besuch in Stavanger bei den Schwertern im Berg ging es für uns zu unserer letzten Station nach Oslo, der Hauptstadt Norwegens. Oslo hat etwas über 700.000 Einwohner und ist die größte Stadt Norwegens. Auf dem Weg zum Opernhaus schauten wir noch kurz bei König Harald und Königin Sonja im königlichen Schloss vorbei. Weiter ging's quer durch die Stadt vorbei am Bahnhof Richtung Opernhaus. Did you ever not know you were never out there alone? Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take. Oslo ist bekannt für seine Grünanlagen, Museen und vor allem für sein Opernhaus. Ein gigantisches modernes Gebäude, das aus dem Wasser ragt und eher an ein Monument erinnert. Für uns ist es schon das zweite Mal Oslo und wir würden jederzeit wiederkommen. Aber nur, wenn das Bier nicht mehr so teuer ist. Wer möchte, kann ja auch Salsa tanzen oder gleich direkt nebenan baden gehen. This time I am pretty sure. Moments passing away, I never. Quer durch die Stadt ging es für uns wieder zurück ins Finanzviertel. You held me out of the dark. I always wonder if you were left without a mark. Zum Abschluss gab es noch etwas Sushi und den doppelten Regenbogen. Sogar. Did you ever not know you were never out there alone? Do you think there's a chance for this love to be real? I will let you take the wheel. Mit dem Besuch in Oslo endet auch unsere Norwegenreise. Und für uns ging es ein paar Tage später wieder zurück Richtung Heimat. Mit der Fähre ging es direkt nach Dänemark, wo wir auch noch ein paar Tage verbrachten. Und vielleicht gibt's ja dazu auch noch ein Video. Mal schauen.